sehr steil, viel bergauf, zudem auch noch sehr heiß. Die Orangen hat man schon aus weiter Entfernung gerochen. Frisches, geklortes Wasser. Wir sind schon wieder 1-2 Stündchen unterwegs. Es ist direkt dort unten. Das ist übrigens für heute unser Spot. Es war teilweise wirklich Urwald-Feeling. Good morning. Wir hatten Vollmond. Ein super Sternenhimmel. Guten Morgen aus La Gomera. Wir sind jetzt hier in unserem Ausgangspunkt an der Ermita San Sebastian und werden jetzt unser kleines Abenteuer beginnen. Da sind wir heute Morgen gestartet. San Sebastián de la Gomera. So, wir sind jetzt schon etwa 10 Kilometer unterwegs. Es ist ca. 12:30 Uhr. Aktuell sind wir auf einer Höhe von ungefähr 660 Metern und müssen aber noch auf 1100, glaube ich. Und es ist ordentlich warm und windig und man kriegt direkt am ersten Tag schon wieder alles mit, um was es halt geht, wenn man draußen in der Natur ist. Aber es ist wunderschön. Wir sehen auch von hier aus den Tide, dort Teneriffa. Und ja, wir sind glücklich und zufrieden. In 5 Tagen wollen wir dann wieder in San Sebastián ankommen, um dann die Insel über die Westseite zu erkunden. Hui! Und das waren, ich weiß nicht, Hühnervögel, irgendwas Großes. Ja, und für heute haben wir 7,5 Liter Wasser dabei, weil wir voraussichtlich heute auf dem Weg kein Wasser mehr aufnehmen können, sondern erst morgen Vormittag in Hermigua. Wenn du hier hochgehst, sieht das so easy aus. Das ist aber nicht. Das ist zum Kotzen. Ich bin froh, wir gleich unten sind. Sind wir gleich. 50 Meter noch oder so. Gleich da hat er gesagt. 50 Meter hat er gesagt. Boah, das war ein Kraftakt. So ein bisschen far too much, ne? Ja, für so einfach mal berghoch, Gipfel hoch, 1000 Meter, Höhenmeter. Schon. Und wie wir alle wissen,
geht's ja da, wo es nach oben geht, geht's auch wieder runter. Scheiße. Morning. Morgen. Guten Morgen. Es ist 8:30 Uhr. Wir sind schon seit ungefähr 2 Stunden wach. Wir hatten einen tollen Spot. Man wird es nicht sehen, aber hier hinten im Hintergrund hatten wir eine ganz tolle Terrasse, auf der wir die Nacht verbringen konnten. Bis auf die Feuchtigkeit, die uns dann doch am Abend noch erwischt hat. Nicht durch Regen, sondern einfach nur durch feuchte Luft, war die Nacht wirklich angenehm. Wir hatten Vollmond, es war super hell. Ja, und jetzt ist unser nächstes Ziel Hermigua. Dort müssen wir auf jeden Fall unser Wasser auftanken. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, jeder noch, 700 Milliliter. Jo, wie war der erste Tag gestern? Anstrengend, steil, wild. Also wir haben gar nicht erwartet, dass wir so tief schon eintauchen. Es war teilweise wirklich Urwald-Feeling. Super schön. Und wir hatten teilweise wirklich zu kämpfen und waren froh, wenn es doch einfach auch mal zwischendurch einen geraden, flachen, steinlosen Weg gab. Und es war ein kleiner Kraftakt und gerade für den ersten Tag so aus dem Kalten heraus doch eine ganz schöne Anstrengung. Ich würde sagen, bis später. Gestern waren wir hier oben auf dem Gipfel, 1070 Meter Höhe, und sind dann hier quasi die Ridgeline entlang gelaufen. Bis ans Ende. Das war echt mega cool. Und am Ende hier kann man nicht mehr richtig erkennen, die Sonne ist zu stark. Sind wir dann in Zigzag so eine Straße runtergegangen, bevor wir dann unseren Biwakspot erreicht haben. So, wir sind kurz vor Hermigua. Hier machen wir einen kurzen Stopp, um unser Wasser aufzufüllen, damit wir für den heutigen Tag und auch wieder für die Nacht gerüstet sind. Jo, hier gibt's frisches Wasser. Also frisches, geklortes Wasser. Aber besser als nichts. Von dort oben sind wir jetzt gerade hier runtergelaufen und haben unser Wasser in Hermigua aufgefüllt. Und jetzt gibt es so eine kleine Brise Meerwasser und dann geht es dort die Straße nach oben.
Das war anstrengend hier hoch. Nur 3,5 Kilometer ab Akulo, aber das war echt hart, das war super steil. Guten Morgen. Es ist kurz nach 7. Wir sind schon, seit ungefähr einer Stunde wach. Und haben jetzt alle unsere Sachen zusammengepackt. Also, unser Schlafsetup zusammengepackt. Und werden uns jetzt nach Vallehermoso begeben. Es ist nicht weit. Es ist direkt dort unten. Und dann werden wir wieder unsere Wasservorräte auffüllen. Und ja, dann kann auch schon der nächste Tag beginnen. Hinter uns geht langsam die Sonne auf. Es wird noch eine Weile dauern. Der Berg ist sehr hoch. Ja, und ansonsten haben wir recht gut geschlafen. Mit dem Einschlafen hat es eine Weile gedauert. Ich habe Hardcore-Muskelkater. Also so schlimm wie schon lange nicht mehr. Aber ich hoffe, dass sich das heute im Laufe des Tages wieder legen wird. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und zwar werden wir zuerst dort hinten Kaffee trinken. Dann gehen wir weiter hier zum Supermarkt, werden da unsere Wasservorräte auffüllen. Und dann geht es weiter. Wir wissen noch nicht genau, wie der Weg aussieht, aber es geht auf jeden Fall hier zwischen dem Tal nach oben. Ja, bis wohin genau werden wir sehen. Auf jeden Fall geht es heute ins Innere der Insel und Richtung höchsten Berg. Die Orangen hat man schon aus weiter Entfernung gerochen. Wie schön das hier ist. Und wie wär's? Heute Nacht hier schlafen? Wahnsinn. Traumhaft. Das ist übrigens für heute unser Spot. Das Meer im Hintergrund. Die Sonne geht langsam unter, das heißt, wir sehen schon die schöne Verfärbung. Oh ja, und wir werden es uns dann einfach hier ganz bequem machen. Ja, ansonsten, das ist unser Abendplätzchen. Auch nicht so schlecht. Hier wird gerade noch ein Tisch gebaut fürs Abendmahl. Und dann genießen wir jetzt einfach noch die Abendstimmung.
Herzlich willkommen zum Dinner. Herzlich Vorspeise. Baguette mit Olivenöl, Avocado und Salz. Und danach gibt es... Oh je, wo ist es? Ah ja, machen wir es so. Danach gibt es Nudeln mit Madras. Und was haben wir noch? Noch mehr Baguette mit Schinken Mhm. und Schokolade. Mhm. Ich glaube, damit sind wir heute erstmal. Und Kartoffelbrei. Und Kartoffelbrei. Also wenn nichts mehr geht, dann geht noch Kartoffelbrei. Lecker. Passt so. Passt so. Drück mal.